Eine der interessantesten Enthüllungen, die wir in den letzten Jahren erhalten haben, ist die, dass Ruffys Traum gar nicht direkt darin besteht, das One Piece zu finden, sondern dass er lediglich davon überzeugt ist, dass er Piratenkönig werden muss, um eine Chance darauf zu haben, seinen eigentlichen Traum zu erfüllen. Wenn wir uns jetzt die Frage stellen, was genau das One Piece nun eigentlich ist, so ist diese Tatsache durchaus von Bedeutung. Gar nicht per se, weil Ruffy glaubt, dass er seinen Traum nur dann erfüllen kann, wenn er Piratenkönig wird. Schließlich weiß Ruffy nicht, was das One Piece ist. Es geht darum, dass es für Oda nur logisch ist, den Traum von Ruffy direkt mit dem One Piece zu verbinden. Mit anderen Worten, es wäre für das übergeordnete Narrativ der Serie ziemlich unsinnig, wenn die Ströte das One Piece finden und der Schatz als solcher dann überhaupt nichts mit dem eigentlichen Traum von Ruffy zu tun hat. Darüber hinaus gibt es einen ganz bestimmten Grund, warum es beinahe schon so kommen muss, dass der Schatz maßgeblich mit dem Traum von Ruffy verbunden ist. Der vererbte Wille ist eines der bedeutsamsten Themen in One Piece. Ruffy hat, soweit wir das beurteilen können, den Willen des ehemaligen Joyboys geerbt. So soll er auch derjenige sein, der in die Fußstapfen von Joyboy tritt. Er soll es sein, der Joyboys Versprechen an die Fischmenschen erfüllt, der generell das vollbringen soll, was Joyboy im verlorenen Jahrhundert nicht vollbringen konnte. Wir wissen außerdem, dass Ruffy denselben Traum wie Roger hat. Wahrscheinlich besaß auch Joyboy diesen Traum, vererbter Wille und so. Es mag sein, dass Joyboy diesen Traum etwas anders formuliert hat, einfach weil er wirklich in einer grundlegend anderen Welt gelebt hat, aber im Kern wird es sehr wahrscheinlich dasselbe gewesen sein. Wenn Ruffy also vollbringen soll, was Joyboy nicht konnte, dann zählt die Erfüllung ihres Traumes natürlich ebenfalls dazu. Schließlich sind Träume in One Piece doch der Motivator schlechthin, insbesondere bei Piraten. Joyboy war niemand Geringeres als der erste aller Piraten. Es ist also nur logisch, dass sein Traum es war, der ihn in seinem Leben angetrieben hat. Wenn wir all diese Dinge nun also verbinden, dann stellen wir recht schnell fest, dass es absolut Sinn ergibt, dass Joyboy das One Piece für die Person hinterlassen hat, die irgendwann in seine Fußstapfen treten soll. Demnach soll, was auch immer der Schatz ist, Ruffy dabei helfen, seinen Traum zu erfüllen. Ganz einfach eben, weil Joyboy sehr wahrscheinlich denselben Traum hatte. Um also herauszufinden, was genau das One Piece sein könnte, lohnt es sich, zunächst einmal das Rätsel um Ruffys Traum zu entwirren. Auch das ist natürlich keine leichte Aufgabe, aber es gibt tatsächlich einige sehr interessante Hinweise diesbezüglich. Bevor es damit nun aber so richtig losgeht, noch etwas anderes. Und zwar, falls ihr noch nicht abonniert habt, was laut meinen Analytics auf einige meiner Zuschauer zutrifft, so ändert das doch sehr gerne einmal, vor allem wenn ihr meine Videos eigentlich sowieso des Öfteren guckt. Lasst außerdem gerne eine positive Bewertung da, wenn euch das Video gefällt, und in dem Sinne kommen wir zu Ruffys Traum. Wir wissen, dass Ruffy und Roger denselben Traum besaßen, sprich, wenn wir Ruffys Traum herausfinden wollen, können wir auch bei Roger Hinweise darauf finden. Wir wissen, dass Roger selbst noch zum Ende seines Lebens hin darauf hingearbeitet hat, die letzte Insel der Grand Line zu finden. Nun können wir uns die Frage stellen, ob er das auch dann noch getan hätte, wenn es rein gar nichts mit seinem Traum zu tun gehabt hätte. Vermutlich nicht, irgendwie hing es also sehr wahrscheinlich damit zusammen. Da können wir uns auch deshalb ziemlich sicher sein, weil er es in einem Gespräch mit Whitebeard und Oden gesagt hat. Zunächst einmal erzählte er ihnen, dass es nach Lodestar noch eine weitere versteckte Insel gibt, bei der die Weltregierung nicht will, dass jemand sie besucht. Dann, wenn wir dorthin kommen, dann werden wir die großartigste Piratencrew der Welt sein. Sowohl dem Namen nach, als auch faktisch. Richtig, in der Welt. Und dann werde ich... ... Sein Traum kommt, wird allerdings, wie sollte es auch anders sein, ausgelassen. Durch Yamato wissen wir sicher, dass er da denselben Traum nennt, den auch Ruffy hat. Roger glaubte, dass er seinen Traum erfüllen könnte, sobald er die Insel erreicht. Ruffy aber nimmt an, dass er dann gerade mal eine Chance darauf hat, seinen Traum zu erfüllen. Wie kann das sein, wo doch beide denselben Traum besitzen? Es sieht so aus, als ob es irgendetwas geben würde, was Roger bereits erreicht hatte, was Ruffy dann allerdings noch fehlt. Wenn wir nun im Gespräch zwischen Roger, Whitebeard und Oden zurückgehen, finden wir tatsächlich einen entscheidenden Unterschied. Roger erzählt den beiden, dass er die Welt erfolgreich umrundet hat, sobald er die letzte Insel findet. Darüber leitet er zu seinem Traum hin. Und das ist unter Umständen schon der große Unterschied zu Ruffy. Jetzt sollten wir uns zunächst einmal jedoch eine ganz wichtige Frage stellen, und zwar, was diese Weltumrundung hier eigentlich bedeutet. Das ist in dem Kontext nämlich schon ein bisschen schwammig. Heißt es, dass er einfach einmal um die Welt bzw. durch die Grand Line gefahren ist und das war's dann? Gut, das klingt jetzt vielleicht leichter, als es das eigentlich ist. Oder heißt es, dass er dann gar jede Insel der Grand Line, vielleicht sogar jede Insel der gesamten Welt besucht hat? Jede dieser Optionen ist erstmal möglich.
So oder so war er erst dann fertig, als er die eine Insel gefunden hat, welche er als die letzte Insel betitelt, Laughtale. Sei es, weil er dann die letzte Insel gefunden hat, die noch nach Lodestar gefehlt hat, weil er generell die eine Insel der Grand Line gefunden hat, auf der er bis dahin noch nicht war, oder weil er dann sogar alle Inseln der gesamten Welt besucht hat. An sich muss ich sagen, dass alle Inseln der Welt zu besuchen in meinen Augen eigentlich am interessantesten klingt, weil es tatsächlich eine Aufgabe ist, die nahezu unmöglich ist, eines Piratenkönigs würdig. Das Problem daran ist nur, dass es eine Aussage von Marco gibt, nach der es 10 bis 20 Millionen Inseln geben soll. Die kann Roger nicht alle besucht haben. Es kann natürlich sein, dass Marcos Aussage schlichtweg falsch ist. Auch besteht die Möglichkeit, dass die Zahl deshalb so hoch ist, weil Mini-Inseln hinzugezählt werden. Oder genauer gesagt, muss es eigentlich so sein. Aber selbst dann wird es wahrscheinlich noch sehr viele größere Inseln geben. In unserer Welt soll es zwischen 900.000 und 1 Million Inseln geben. Die Zahl ist allerdings deshalb so hoch, weil zum Beispiel auch kleine Felsen, die aus dem Wasser ragen, dazugehören. Also der Felsen, wo Sanji und Jeff drauf gestrandet waren, zählt demnach als Insel. Nur ist das ja keine Insel, die ein Roger hätte besuchen wollen. Ihm wäre es wahrscheinlich um Inseln mit Zivilisation oder auch mit interessanten Tieren gegangen. Ich könnte mir vorstellen, dass Rogers Umrundung der Welt folgendermaßen gemeint war. Er hat auf allen Meeren Abenteuer erlebt. Wir wissen ja sogar, dass er im East Blue gestartet ist. Während God Valley waren die Roger-Piraten dann im West Blue. Auch den Calm Belt scheint zumindest ein Rayleigh gut zu kennen. Er kannte die Geschichte von Rusukaina, also von der Insel im Calm Belt, wo Ruffy trainiert hat. Woher sollte Rayleigh diese Geschichte kennen, wenn nicht dadurch, dass er bereits einmal dort war? Und warum hätte er dorthin gehen sollen, nachdem die Roger-Piraten bereits aufgelöst waren? Trainieren musste er selbst zumindest dann sicherlich nicht mehr. Also die Roger-Piraten haben wahrscheinlich Abenteuer auf der gesamten Welt erlebt, in allen Blues, selbst im Calm Belt und schließlich auch auf der Grand Line. Hier könnte ich mir vorstellen, dass Roger wirklich jede Insel besucht hat, die einem vom Logpost angezeigt wird und schließlich auch die eine, die nicht deutlich angezeigt wird, Laughtale. Auch wenn er also nicht wirklich jede Insel besucht hat, so hat er doch Abenteuer auf der gesamten Welt erlebt und das in einem Umfang wie wahrscheinlich niemand vor ihm, außer vielleicht Joyboy. Könnte das also der große Unterschied sein? Hat Ruffy seinen Traum selbst, nachdem er das One Piece findet, vielleicht deshalb noch nicht erfüllt, weil ihm so viele Inseln überall auf der Welt noch fehlen werden? Könnte das zumindest ein Teil der Lösung sein? Nun werfen wir einen näheren Blick auf Ruffy selbst. Wir wissen bereits, was es für Ruffy bedeutet, Piratenkönig zu sein. Es bedeutet für ihn, dass er dann der freiste Mann der Welt ist. Das hat Ruffy so zu Rayleigh gesagt. Er meinte, dass derjenige Piratenkönig ist, der die größte Freiheit besitzt. Für uns bedeutet das also, dass Ruffy davon ausgeht, dass er die größte Freiheit der Welt braucht, um seinen Traum erfüllen zu können. Das Gespräch mit Rayleigh verrät uns darüber hinaus eine weitere essentielle Information über den Traum von Ruffy. Ruffy sagte, dass er nicht wissen will, was das One Piece ist, geschweige denn, ob es überhaupt existiert, denn er würde niemals auf ein Abenteuer gehen, das keinen Spaß macht. Er sagte sogar, dass er aufhören würde, Pirat zu sein, wenn er es erführe. Und das bedeutet natürlich, dass er dann auch seinen Traum aufgeben würde. Jetzt sollte der eigene Traum aber doch eigentlich ein größerer Motivator sein als die Unwissenheit über das One Piece, oder nicht? Nun, eigentlich müsste dem so sein. Die logische Schlussfolgerung ist also, dass die Unwissenheit über das One Piece schlichtweg direkt mit seinem Traum verknüpft ist und er seinen Traum dann vielleicht gar nicht im eigentlichen Sinne aufgeben, sondern dass sein Traum dann vielmehr zerstört werden würde, wenn ihm das Abenteuer um das One Piece zerstört werden würde. Dass er also das Piratendasein aufgibt, weil es ohne seinen Traum dahinter als Motivator den eigentlichen Sinn verfehlt. Mit anderen Worten, das Abenteuer ist der springende Punkt. Es geht Ruffy um das Abenteuer, wie es im Übrigen auch Oz direkt um sein Abenteuer ging, nachdem er Ruffys Schatten und damit einen Teil dessen Persönlichkeit erhalten hat. Es geht Ruffy auf seiner Reise darum, die bestmöglichen Abenteuer überhaupt zu erleben. Und Freiheit ist für ihn ebenso wichtig, weil er Freiheit braucht, um die bestmöglichen Abenteuer erleben zu können. Deshalb ist Ruffy auch Pirat geworden. Die Weltregierung schränkt die Freiheit in One Piece enorm ein. Zum Beispiel ein No-Land brauchte die Erlaubnis der Weltregierung, um damals die Grand Line betreten zu dürfen. Ruffy lehnt sich gegen so etwas auf. Er geht dahin, wo er hingehen will. Egal ob jemand, zum Beispiel eben die Weltregierung, sagt, er darf dahin oder nicht. Und deshalb ist es für ihn auch der logische Weg, sich als Pirat zu bezeichnen. Schließlich sind Piraten die Fraktion in One Piece, die diese Einstellung leben, wie keine andere. Wenngleich Ruffy also eigentlich mehr Abenteurer als Pirat ist, so macht es aus dieser Perspektive Sinn, dass er sich stattdessen als Pirat bezeichnet. Dazu kommt natürlich, dass er gewissermaßen von Piraten beeinflusst oder sagen wir inspiriert wurde. Es geht Ruffy und Roger also auf irgendeine Art und Weise um ihre Abenteuer und Roger ging es offenbar auch um die Orte, wo er seine Abenteuer erlebt hat.
Schließlich glaubte er, dass er seinen Traum erfüllen kann, wenn er nur die eine Insel findet, die ihm auf irgendeine Art und Weise noch gefehlt hat. Im Übrigen ist es Zufall, dass Kapitel 967, wo Roger Lovetel erreicht, das One Piece findet und seinen Traum erfüllt, den Titel Rogers Abenteuer trägt? Wahrscheinlich hat Oda sich dabei etwas gedacht. Aber kommen wir jetzt zu dem, was Roger und Ruffy gesagt haben könnten. Ich denke, dass sie zwei Dinge gesagt haben, die gewissermaßen zusammengehören. Das erste ist das folgende: Und dann werde ich der großartigste aller Piraten sein. Warum genau das? Nun, für Ruffy und vermutlich auch für Roger bedeutet es, der größte aller Abenteurer und zugleich der freiste Mann der Welt zu sein, was, wie wir gerade gesehen haben, perfekt passen würde. Darüber hinaus gibt es eine Aussage von Sabo, nachdem Ruffy seinen Traum geäußert hat, die hervorragend dazu passt. Sabo stellt fest, dass er selbst, Ace und Ruffy alle Kapitäne werden wollen. Er und Ace sagen das nicht explizit mit ihren Träumen, aber Sabo weiß es von sich selbst natürlich und Ace kennt er lange genug, um es ebenfalls zu wissen. Bei Ruffy sieht das aber etwas anders aus. Wenn er hier also gesagt hätte, dass er zum großartigsten aller Piraten werden will, dann ergibt es eine Menge Sinn, dass Sabo dieses Kapitänsproblem daraufhin anspricht. Der größte aller Piraten sollte immerhin ein Kapitän sein. Aber wie könnte der Traum dann weitergehen? Ich denke, dass es folgendes ist. Hier mal die komplette Aussage von Roger, wie ich sie mir, zumindest dem Sinn nach, vorstelle. Wenn wir dorthin kommen, dann werden wir die großartigste Piratencrew der Welt sein, sowohl dem Namen nach als auch faktisch. Richtig, in der Welt. Und dann werde ich der großartigste aller Piraten sein, der sein Leben lang die verrücktesten Abenteuer auf der gesamten Welt erlebt hat. Das Ganze können wir obendrein noch mit dem ergänzen, was Ruffy gesagt hat, nachdem er den Strohhüten von seinem Traum erzählte. Das ist es, was ich am Ende meines Traumes möchte. Die Formulierung am Ende meines Traumes impliziert, dass sein Traum gewissermaßen ein Prozess ist. Wenn es ihm darum geht, viele verrückte Abenteuer zu erleben, wie niemand vor ihm, dann ist es auf jeden Fall ein Prozess. Er möchte am Ende seines Traumes der großartigste aller Piraten sein, was für ihn so viel bedeutet wie, dass er dann der großartigste aller Abenteurer ist. Dazu kommt, dass er dann auch die großartigsten und somit verrücktesten und lustigsten Abenteuer erlebt hat. Rogers Reise hatte sich dem Ende geneigt. Lovetel war für ihn der krönende Abschluss eines Abenteuers, das bereits bis dahin ziemlich sicher seinesgleichen suchte. Während Ruffys Side aber hat das Finden der letzten Insel einen anderen Stellenwert. Wer die letzte Insel findet, der erlebt das vielleicht am schwierigsten zu lösende und zu erlebende Abenteuer von allen. Wer das One Piece findet, hat in Ruffys Augen außerdem die größte Freiheit auf der Welt. Wer die größte Freiheit hat, der kann die besten aller Abenteuer erleben, weil er überall hingehen kann. Für den freisten Mann der Welt stehen die Türen der Welt der Abenteuer weit offen. Deshalb hat Roger seinen Traum erreicht, während Ruffy dann erst einen wichtigen Schritt für die Erfüllung seines Traumes getan hat. Er hat danach noch immer viele Abenteuer zu erleben. Dazu kommt eine weitere Sache. Je nachdem, wie man es interpretiert, so kann man sagen, dass Roger und Ruffy beide gesagt haben, dass sie all ihre Vorgänger übertreffen wollen. Sie wollen zum großartigsten aller Piraten werden, vielleicht zählen sie auch die Piraten der Vergangenheit mit. In dem Fall müsste Ruffy Piratenkönig werden, um überhaupt erst einmal das Level von Roger zu erreichen. Darüber hinaus müsste er weitere Abenteuer erleben, die noch verrückter sind als selbst die von Roger. Ich meine, im Endeffekt wäre das, wenn es der mitunter darum ginge, natürlich vage. Wer sagt schon, was jetzt wirklich verrückter, was wirklich lustiger ist. Aber vom Prinzip her sollte es klar sein, in welche Richtung es geht. Ruffy müsste Roger auf irgendeine Art und Weise übertreffen. Wenn es bei Rogers Traum also um das gerade genannte geht, dann lässt sich damit auch erklären, warum Roger und all die anderen in seiner Crew gelacht haben, als sie das One Piece gefunden haben. Ich werde erst im nächsten Kapitel detailliert darauf eingehen, was nun möglicherweise das One Piece ist, aber einen Teil davon können wir jetzt bereits thematisieren. Roger hat die Insel nicht ohne Grund Lovetel genannt. Wir wissen, dass Oden die wahre Geschichte der Welt auf Lovetel erfahren hat. Wir können uns also sehr sicher sein, dass die Lebensgeschichte von Joyboy ein Teil des One Piece ist. Wie am Anfang des Videos bereits erklärt, so ist es ziemlich wahrscheinlich, dass Joyboy denselben Traum wie Roger und Ruffy besaß, zumindest im Kern. Auch er lebte also ein Leben voller Abenteuer. Welch Ironie für einen Roger. Auf der letzten Insel, beim krönenden Abschluss seines Abenteuers, findet er heraus, dass es im verlorenen Jahrhundert eine andere Person gab, die genau wie er gelebt hat, die denselben Traum besaß, die wie er sein Leben lang verrückte Abenteuer erlebt hat und die zusätzlich vielleicht noch etwas erreichen wollte, was Roger selbst sehr gerne erlebt hätte und was Ruffy eines Tages selbst erleben wird. Aber dazu mehr im nächsten Kapitel. Schauen wir uns vorher noch einmal die Reaktionen von verschiedenen Figuren an und stellen uns die Frage, ob diese passen. Zu Shanks können wir sagen, dass seine Reaktion definitiv passend ist. Er war emotional berührt, weil Ruffy dieselben Worte wie Roger gesagt hat. Der genaue Inhalt war demnach gar nicht mal der springende Punkt,
und verrät uns somit auch nicht wirklich etwas darüber, was nun der Traum sein mag. Ähnlich verhält es sich mit Yamato, die beeindruckt war, weil Ruffy denselben Traum wie Roger geäußert hat. Sabo und Ace waren überrascht, gar geschockt, könnte man sagen. Dazu haben sie gelacht, auch ihre Reaktion ergibt in meinen Augen Sinn. Sowohl Sabo als auch Ace haben sehr ernste Träume geäußert, wohingegen der Traum von Ruffy eher leichtherzig wäre, wenngleich natürlich trotzdem unheimlich schwer zu erreichen. Das erklärt, warum Ruffy lacht, aber auch, warum Sabo lachen muss. Es geht in die Richtung von wegen, das, was wir hier die ganze Zeit auf dieser Insel gemacht haben, Abenteuer zu erleben, möchte ich weitermachen, nur dann halt überall, auf der gesamten Welt. Und, ach ja, nebenbei möchte ich euch, meine großen Brüder, übertreffen, indem ich der großartigste aller Piraten werde. Das ist vor allem deshalb sehr ironisch, weil Ruffy im selben Kapitel vorher noch 50 Duelle an je Sabo und Ace verloren hat. Auch dass Sabo dann sagt, dass er nicht abwarten kann zu sehen, wie Ruffy in der Zukunft wird, ergibt vor diesem Hintergrund eine Menge Sinn. Natürlich ist er bei diesem Traum gespannt darauf zu sehen, wie Ruffy sein wird, wenn er diesen Traum erstmal erreicht hat. Aber was ist mit den Ströten? Nami sagt, dass es zu Ruffy passt. Davon zu träumen, sein Leben lang die verrücktesten Abenteuer zu erleben, klingt typisch für Ruffy. Jinbei meint, dass er diesen Traum nun, wo er auf dem Schiff ist, ernst nehmen muss. Dabei lacht er. Jinbei spielt eine wichtige Rolle bei diesem Traum, weil er schließlich der Steuermann sein soll, der die Sunny an all die Orte bringen soll. Und wo wir schon bei der Sunny sind, auch sie bekommt eine Reaktion. Und wie passend ist das, wenn sie das Schiff sein soll, das Ruffy an all die Orte für die entsprechenden Abenteuer bringen soll. Dann haben wir Brook, Chopper und Frankie, die begeistert sind. Und warum auch nicht? Es passt perfekt zu Ruffy, zu ihrem Captain und bedeutet, dass sie noch einiges von der Art von Abenteuer, die sie bereits erlebt haben, gemeinsam vor sich haben. Robin und Zoro sagen nichts direkt, aber wirken etwas überrascht und das lässt sich vielleicht damit erklären, dass sie es hier zum ersten Mal hören. Sanji wiederum impliziert, dass es nahezu unmöglich ist, lacht aber zugleich. Und dann gibt es noch Lysop. Doch Lysop heben wir uns für den Schluss auf. Kommen wir vorher noch zu Whitebeard und Oden. Whitebeard sagte, Roger, meinst du das ernst? Was bist du, ein kleiner Junge? Und hat dabei gelacht. Wie passt das zusammen? Nun, wenn wir uns überlegen, was Whitebeard für ein Charakter ist und welchen Traum er selbst besitzt, so kann ich eine derartige Reaktion in dem Zusammenhang bei ihm durchaus nachvollziehen. Er träumt von einer Familie, dagegen ist ein Traum, der darauf abzielt, verrückte und lustige Abenteuer zu erleben, wesentlich leichtherziger. Ich würde sogar sagen, dass es eine Art von Traum ist, die er eher von einem seiner Kinder erwartet hätte, nicht aber von seinem Rivalen, wo die meisten Piraten doch eigentlich eher von Macht oder Reichtum träumen. So wahrscheinlich auch jene Piraten, die über Whitebeards Traum gelacht haben. Das kommt vielleicht noch obendrauf. Whitebeard hat Roger nicht ausgelacht. Er hat auf eine wirklich freundschaftliche Art und Weise gelacht. Eventuell mitunter deshalb, weil Roger, wie er selbst, einen für einen Piraten eher ungewöhnlichen Traum besitzt. Kommen wir also zu Oden. Seine Reaktion passt perfekt in den kompletten Story-Arc, den wir in dem Flashback bis zu seinem Treffen mit Roger bekommen haben. Oden träumte stets davon, Wano Kuni zu verlassen, die weite Welt zu sehen und dort Abenteuer zu erleben. Das hat er zum Beispiel in Kapitel 964 an verschiedenen Stellen deutlich gemacht. Das Kapitel heißt im Übrigen auch sehr passend Odens Abenteuer. Whitebeard war für ihn das Ticket in die Außenwelt. Er und Whitebeard wurden anschließend zu einer Art von Brüdern. Mit Whitebeard und dessen Familie hat er Abenteuer erlebt, wie er es sich stets gewünscht hat. Und doch hat er sich letztlich dazu entschieden, sich den Roger-Piraten anzuschließen. Nachdem Roger seinen Traum aussprach, war Oden wie paralysiert. Ganz offensichtlich hat der Traum ihn zutiefst beeindruckt. Die Tatsache, dass nur seine Familie dazu in der Lage war, die Poneglyphe zu lesen, hat natürlich eine Rolle gespielt. Aber wenn Rogers Traum nicht so einen Eindruck gemacht hätte, bezweifle ich, dass Oden sich ihm angeschlossen hätte. Wenn Roger ihnen aber sozusagen gesagt hat, dass er davon träumt, zum größten Abenteurer der Welt zu werden, zu einer Person, die, sobald sie die letzte Insel findet, überall auf der Welt die verrücktesten Abenteuer erlebt hat, dann ist es nur logisch, dass Oden so beeindruckt war. Roger hat das getan, wovon Oden geträumt hat, nur gewissermaßen in einem Ausmaß, welches Odens Vorstellungskraft gesprengt hat. Daher wäre es nicht überraschend gewesen, dass Oden sich einem Roger anschließen wollte. Kommen wir also zu Lysop. Lysop impliziert nicht nur, dass es beinahe unmöglich ist, er sagt sogar, dass es unmöglich ist. Daraufhin erwidert Ruffy, dass es eventuell möglich sein könnte, wenn er Piratenkönig ist. Sprich, wenn er der freiste Mann der Welt ist. Was Ruffy also tun will, erfordert enorme Freiheit. Die bräuchte er, wenn er die verrücktesten Abenteuer auf der gesamten Welt erleben will. Lysops Aussage könnte sich eventuell aber auch darauf beziehen, dass Ruffy Roger übertreffen muss. Und wie soll Ruffy denjenigen übertreffen, der als erster Mann in seinem Abenteuer die Grand Line erobert hat, der in allen Blues und sogar im Calm Belt wilde und verrückte Abenteuer erlebt hat?
Das könnte ein anderer Grund sein, warum Ruffy davon überzeugt ist, dass er Piratenkönig werden muss, um seinen Traum zu erfüllen. Um Roger übertreffen zu können, muss er die Person sein, die das One Piece findet. Wenn ein anderer dieses Abenteuer erlebt, dann entgeht ihm eines, was Roger erlebt hat, eines der besondersten Abenteuer von Roger. Zwar hat er es auf eine andere Art und Weise erlebt, aber er hat es erlebt. Dieser Vergleich zu Roger könnte also der Grund sein, warum Lysop denkt, dass Ruffy diesen Traum nicht erfüllen kann. Eventuell, weil er denkt, dass Roger eine Anzahl von Abenteuern erlebt hat, die einfach nicht getoppt werden können. Nur sah Roger selbst das anders. Nach dem Finden des One Piece und nachdem er ein Gespräch der Seekönige belauscht hat, war er sich sicher, jemand würde kommen und jemand würde ihn übertreffen. Wenn Joyboy wenigstens im Kern denselben Traum wie Ruffy und Roger besaß, was sehr wahrscheinlich ist, dann bestand sein Traum nicht darin, die Gründer zu besiegen. Schließlich hat Roger ihren Traum erfüllt und nun, einige Jahre später, gibt es die Himmelsdrachen noch immer. Trotzdem spielte der Konflikt gegen die Gründer eine extrem wichtige Rolle im verlorenen Jahrhundert und demnach auch eine sehr wichtige Rolle für Joyboy. Dazu kommt, dass es, wenngleich noch nicht von Oda niedergeschrieben, eigentlich schon in Stein gemeißelt ist, dass die Weltregierung am Ende durch die Hände von Ruffy fallen wird. Und wahrscheinlich wird auch das One Piece einen gewissen Anteil daran haben, dass es letztlich passieren wird. Das hat Oda mit Vegapunks Nachricht auf jeden Fall angeteast. Durch Vegapunk haben wir erfahren, dass der Meeresspiegel im verlorenen Jahrhundert um ganze 200 Meter angestiegen ist. Wer dafür verantwortlich ist, wurde nicht explizit verraten, aber wir können uns sehr sicher sein, dass die Gründer dahinter stecken. Doch warum das? Wir wissen, dass die antiken Waffen oder eine antike Waffe dafür genutzt wurde, um den Meeresspiegel steigen zu lassen. Uranus kann dafür eingesetzt werden und wurde erst vor kurzem von der Weltregierung dafür eingesetzt, um den Meeresspiegel um 1 Meter steigen zu lassen. Auf Egghead hat die Weltregierung einiges dafür in Kauf genommen, um an weitere Mutterflammen zu kommen. Warum sollte sie das wollen, wenn sie Uranus nicht weiter einsetzen wollten? Die Weltregierung ist also willens, die Welt zu überfluten, wenn es ihren Interessen gilt. Und um ihre Interessen auch in einer überfluteten Welt durchzusetzen, bauen sie seit nunmehr 700 Jahren Tequila Wolf und die anderen 3 Brücken dieser Art. Venus spricht von einer großen Reinigung. Könnte damit vielleicht eine große Überflutung gemeint sein? Venus und Jupiter meinten, dass sie ihren antiken Konflikt beenden könnten, wenn sie die Mutterflamme und Uranus frei benutzen könnten. Nur müssen sie diese dafür dann auch wirklich nutzen. Wenn sie die Welt dann überfluten und somit eine neue Welt erschaffen, die sie kontrollieren können, dann könnte es ihnen tatsächlich gelingen, selbst die Ideale ihrer Feinde zu zerstören. Mittlerweile sollte also schon recht klar geworden sein, wer die Welt überflutet hat und wer es wieder vorhat. Aber damit noch nicht genug. In der Prophezeiung über Poseidon heißt es, dass Poseidon die Welt versenken kann, wenn sie in die falschen Hände gerät. Die Prophezeiung kommt vermutlich entweder von der damaligen Poseidon selbst oder von Joyboy. Vielleicht auch von beiden. So oder so waren beide verbündet und die Gründer waren somit ziemlich sicher ihre Feinde. Wenn sie also an Personen gedacht haben, die Poseidon besser nicht bekommen sollten, dann hatten sie da wahrscheinlich Personen wie ihre Feinde im Kopf. Und warum das? Nun, vielleicht, weil diese Feinde bereits gezeigt hatten, dass sie dazu bereit waren, die Welt zu überfluten. Ein Argument dafür, dass möglicherweise doch Joyboy für die Flut verantwortlich war, ist jenes, dass Joyboy die antiken Waffen weitergeben wollte. Die Sache ist nur, dass wir genau von einem von Joyboys Vorhaben mit einer antiken Waffe wissen und dieses absolut nicht böse ist. Joyboy wollte Poseidon nutzen, um die Fischmenschen an die Oberfläche zu bringen, wo sie dann in Freiheit unter einer Sonne mit den Menschen in Koexistenz hätten leben sollen. Joyboy wollte die antiken Waffen also wahrscheinlich gar nicht als klassische Waffen einsetzen. Zumindest hat er das mit Poseidon nicht vor. Und überhaupt, wenn Joyboy die Welt hätte überfluten wollen, dann macht es wenig Sinn, gleichzeitig zu versuchen, die Fischmenschen an die Oberfläche zu bringen, welche ja dann ebenfalls überflutet worden wäre. Also wir können uns sehr sicher sein, dass die Gründer hinter der Überflutung stecken und noch immer vorhaben, die Welt zu überfluten. Wäre es da nicht passend, wenn Joyboy gewissermaßen an dem Gegenteil davon ein Interesse hatte? Wir wissen, dass es vor der Überflutung verschiedene Kontinente auf der Welt gab. Wir können uns zugleich sehr sicher sein, dass es die Red Line vorher schon gab. Zum Beispiel deshalb, weil die Lunarian noch vor den Himmelsdrachen auf der Red Line gelebt haben. Aber auch aus dem Grund, dass die Flut durch die antiken Waffen verursacht wurde und nicht etwa durch die Entstehung der Red Line. Die Entstehung der Red Line müsste aber dafür gesorgt haben, dass der Meeresspiegel ansteigt. Was wäre also, wenn die Red Line nicht natürlich wäre, sondern irgendwann vor dem verlorenen Jahrhundert kreiert wurde? Was es genau mit der Red Line und ihrem Ursprung auf sich haben könnte, will ich in dem Video hier gar nicht groß thematisieren, das habe ich schon in anderen gemacht. Hier geht es nur darum, dass die Red Line möglicherweise durch irgendein Ereignis noch weit vor dem verlorenen Jahrhundert entstanden ist.
Falls ihr da aber mehr wissen wollt, klickt am besten eines der beiden Videos an, die ich am Ende von diesem hier verlinken werde. In dem Fall wäre es so, dass es ursprünglich einen Kontinent gab und ein Meer, Pangea und den All Blue. Dann entstand aus irgendeinem Grund die Redline. Das Gestein der Redline hat unfassbare Wassermassen verdrängt und eine enorme Erhöhung des Meeresspiegels ausgelöst. Aus dem einen Kontinent wurden mehrere Kontinente. Dann, einige Zeit später, im verlorenen Jahrhundert, kam es nochmal zu einem Anstieg des Meeresspiegels. Diesmal durch die antiken Waffen. Der Meeresspiegel stieg um 200 Meter. Aus mehreren Kontinenten wurden viele Inseln. Die Weltregierung zog auf die Redline Imu in das sogenannte Pangea-Schloss, benannt nach dem ursprünglichen Kontinent, den es vor der Redline einmal gab. Aber was hat das alles nun mit dem Traum von Joyboy zu tun? Eine der ältesten, aber auch besten One-Piece-Theorien, die von der Idee her eigentlich sogar relativ simpel ist die, dass Ruffy am Ende von One Piece die Redline zerstört und die Welt vereint. Sozusagen das One Piece kreiert. Und ich denke tatsächlich, dass das eine Menge Sinn ergibt und irgendetwas in dieser Art auch tatsächlich geschehen wird. Die Schwierigkeit daran ist nur, dass die Redline nicht einfach zerstört werden kann. Zumindest nicht in dem Sinne, dass das ganze Gestein der Redline letztlich ins Meer fällt. Wenn das passieren würde, dann würde die Welt schlimm überflutet werden und wahrscheinlich würde kaum etwas über dem Wasser übrig bleiben. Und das ist der Punkt, wo Joyboy ins Spiel kommt. Wenn Joyboy im Kern wie Ruffy und Roger war, zugleich aber in einer wirklich gänzlich anderen Welt aufwuchs und eventuell auch von der ersten Flut wusste, was wäre dann, wenn er es sich zum Ziel gemacht hätte, die Redline verschwinden zu lassen? Wenn die Redline einfach verschwinden würde, ohne dass das Gestein ins Meer fällt, dann würde die Welt nicht nur wieder vereint werden, der Meeresspiegel würde auch drastisch sinken. Es wäre wahrscheinlich nicht genauso, wie es einst war, aber vielleicht wieder ein Kontinent. Auf jeden Fall gäbe es mehr Landmassen und mehr Landmassen bedeutet, dass es mehr Orte für Abenteuer gibt. Vielleicht wollte Joyboy die Redline also verschwinden lassen, damit der Meeresspiegel sinkt und damit er dann in dieser neuen und zugleich alten Welt Abenteuer erleben kann. Auch wenn er sein Leben lang also wahrscheinlich verrückte Abenteuer erlebt hat, hat er dieses Ziel nicht erreicht, aber Ruffy könnte es tun. Vor allem wäre Ruffy, wenn er es am Ende des finalen Krieges erreicht, noch ziemlich jung. Er hätte noch sein ganzes Leben vor sich, um diese neue Welt zu erkunden. In dieser neuen Welt gäbe es dann vermutlich den All Blue, womit sich Sanjis Traum erfüllen würde. Nami könnte wirklich die erste Person der Welt werden, die eine Weltkarte dieser neuen Welt zeichnet. Die Thousand Sunny könnte von Franky umgebaut bzw. erweitert werden, vielleicht insoweit, als dass sie dann Land, Wasser und Himmel bereisen kann, damit die Ströte wirklich überall hin können. Oder könnte One Piece dann damit enden lassen, dass die Ströte ihr Abenteuer in der neuen Welt beginnen. Und der Schatz, das One Piece, besteht dann aus folgenden Dingen: Joyboys Geschichte, die Wahrheit des verlorenen Jahrhunderts und das Wissen darüber, dass es noch weit vor dem verlorenen Jahrhundert eine Welt gab, in der es mehr Land für mehr Abenteuer gab. Und damit noch nicht genug. Der krönende Abschluss könnte die Anleitung dafür sein, wie man die Redline verschwinden lassen kann, um diese Welt der Abenteuer zu kreieren. Für jemanden wie Ruffy wäre es der wertvollste aller Schätze und letztlich ist es ein Schatz, der genau für jemanden wie Ruffy hinterlassen wurde. So könnte Oda das One Piece direkt mit dem Kampf gegen die Weltregierung verbinden. Die Weltregierung thront auf der Redline, die Redline ist ein Symbol ihrer Macht. Ohne die Redline würden sie es sich wahrscheinlich nicht wagen, die Welt zu überfluten, die Redline aus dem Weg zu räumen und die Flut der Weltregierung zugleich umzukehren, indem Ruffy dafür sorgt, dass der Meeresspiegel sinkt, passt also auch hervorragend zu dem Kampf gegen die Weltregierung und ganz generell zu den wichtigsten Themen der Serie. Aber was meint ihr? Schreibt es mir in die Kommentare. Hier geht es jetzt noch zu weiteren Videos von mir, die ich wärmstens empfehlen kann und in diesem Sinne, ciao und bis zum nächsten Mal.